Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem heutigen Beitrag, in dem wir einige der wichtigsten Erfolgsfaktoren bei der Einführung von Prozessmanagement vorstellen möchten. Ich bin Lea. Wenn ein Unternehmen sich dazu entscheidet, seine Prozesse aktiv und strukturiert zu verbessern, dann startet man üblicherweise mit einem Einführungsprojekt, in dem das Prozessmanagement erstmal originär in das Unternehmen getragen wird. Die Einführung des Prozessmanagements ist mit zahlreichen Veränderungen auf den unterschiedlichsten Ebenen verbunden und deswegen ist dieses Einführungsprojekt auf keinen Fall trivial und quasi nebenbei durchzuführen. Es gibt bei der Einführung von Prozessmanagement einige Stolpersteine, die es auf jeden Fall zu umschiffen gibt, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Und natürlich gibt es auch einige Faktoren, die das ganze Projekt positiv beeinflussen können. Und davon möchten wir euch heute die aus unserer Sicht wichtigsten Erfolgsfaktoren vorstellen. Unsere Nummer 1 in den entscheidenden Erfolgsfaktoren ist zunächst erstmal zu Beginn des Projektes die Ziele des Projektes festzulegen. Das heißt, mit welchem Ziel und mit welcher Absicht wollen wir überhaupt Prozessmanagement einführen und was wollen wir damit erreichen. Genauso wichtig wie die Definition des Projektziels ist es auch zu definieren, was im ersten Schritt nicht Ziel des Projektes sein soll. Das heißt also, man muss nicht gleich alle Ziele, die mit dem Prozessmanagement in Verbindung stehen können, am Anfang des Einführungsprojektes erreicht haben wollen, sondern man kann das Ganze auch unterteilen in kurzfristige und längerfristige Ziele, die sich im besten Fall entlang des Reifegradmodells verändern und mit dem Reifegrad des Prozessmanagements wachsen. Das Ziel des Einführungsprojektes kann es zum Beispiel zunächst erstmal sein, dass man einfach nur alle Prozesse identifiziert und mit den wichtigsten Informationen dokumentiert haben möchte. Anschließend kann man dann versuchen, das integrierte Managementsystem komplett mit den Prozessen zu verbinden. Das heißt also zum Beispiel die Arbeitsanweisungen in das Prozessmodell mit zu integrieren. Als nächsten Schritt könnte man dann noch eine Ebene weitergehen und sagen, ja, jetzt holen wir auch noch unser Risikomanagement dazu. Und wenn man dann irgendwann so weit ist, dass man das i-Tüpfelchen setzen möchte, dann kann man auch noch den Datenschutzbeauftragten oder den Datenschutzkoordinator mit ins Boot holen und sagen, wir wollen unsere Prozesswelt auch als Verfahrensverzeichnis nutzen. Bei den vielen Möglichkeiten, die das Prozessmanagement bietet, ist es also ganz wichtig, sich erstmal auf das Wesentliche zu konzentrieren, dass man im Einführungsprojekt auch schnell Fortschritte sieht und Erfolgserlebnisse feiern kann. Wenn man sich jetzt für ein großes Ziel im Prozessmanagement entschieden hat, ist ein zweiter wichtiger Erfolgsfaktor, dass man ein leistungsstarkes Team zur Zielerreichung zusammenstellt. Und hier kommen wieder die klassischen Rollen vom Prozessmanagement ins Spiel, die wir uns in einem zukünftigen Video auch nochmal im Detail anschauen. Hier sei aber erstmal nur so viel gesagt, dass es wichtig ist, einen Prozessmanagement-Verantwortlichen zu implementieren, Prozessverantwortliche zu benennen und natürlich auch die Position des Projektleiters zu vergeben. Und was man auch auf keinen Fall vergessen sollte, ist, dass es nicht nur reicht, diese Rollen zu benennen und mit Personal zu besetzen, sondern dass natürlich auch definiert werden muss, welche Verantwortlichkeiten und Aufgaben stehen hinter den Rollen und wie können wir die mit ausreichend Arbeitszeit ausstatten, damit man wirklich erfolgreich arbeiten kann. Neben diesen eher formalen Voraussetzungen für ein erfolgreiches Einführungsprojekt ist es weiterhin wichtig, diese Rollen im Prozessmanagement auch mit dem entsprechenden Know-how auszustatten. Und hier ist vor allen Dingen der Prozessmanagement-Verantwortliche gefragt, denn er ist derjenige, der die typische Prozessmanagement-Methodik kennen und anwenden können sollte. Aber natürlich ist es auch wichtig, alle anderen Beteiligten in diesem Rollenkonzept entsprechend mit Wissen über Prozesse und Prozessmanagement auszustatten, damit alle gemeinsam und kollaborativ an dem Prozessmodell arbeiten können. Wenn jetzt das Projektteam steht, ist es als nächstes wichtig, ein dediziertes Einführungsprojekt mit einem professionellen Projektmanagement aufzusetzen. Und hierzu zählt jetzt zum Beispiel, dass man einen Projektplan entwickelt und den bestenfalls auch gleich mit einem Kommunikationsplan versieht, sodass man ganz gezielt Bausteine einbaut mit Stationen, an denen man über das Projekt und den Erfolg bzw. den aktuellen Status berichten möchte. Der Aufwand und die benötigte Zeit für das Projekt sollten dabei auf keinen Fall unterschätzt werden, sodass man am Projektende auch einen messbaren Erfolg erzielen kann. Zum Abschluss möchten wir noch auf die Nutzung eines geeigneten Prozessmanagement-Tools hinweisen. Denn gerade bei der Einführung von Prozessmanagement dreht sich vieles um das Thema der Prozessdokumentation als Basis für das darauf folgende kontinuierliche Prozessmanagement. Und in der heutigen komplexen und verstrickten Prozesswelt ist es kaum mehr möglich, die Prozesse ohne IT-technische Unterstützung sinnvoll abzubilden. Daher ist es dringend zu empfehlen, dass man das Prozessmanagement durch ein leistungsstarkes Prozessmanagement-Tool, wie zum Beispiel Qwam, unterstützt.
Und mit diesen Hinweisen wünschen wir euch viel Erfolg bei euren Einführungsprojekten und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.